jetzt macht es euch ganz gemütlich. Wir feiern heute das Licht des Weihnachten. Dazu ist es heute zwar nicht Weihnachten, aber es ist schon September und da machen wir das Licht offen. Und dann erzählen wir uns jetzt alle eine tolle Geschichte und ihr könnt bei mir Fragen stellen, falls ihr was wissen wollt, was es dort gibt oder sowas. So, jetzt habe ich eine kleine Geschichte. Die heißt Ich esse Brezel. Oh, wer hat da gerade gelacht? Bestimmt ein Baby. Egal. Das ist eine lustige Geschichte. Ich esse Brezel. Ich hoffe, sie ist auch lustig wie die Überschrift. Und mich stört bitte keiner. Immer wenn ich eine Seite vorgelesen habe, könnt ihr Fragen stellen. Dann frage ich, habt ihr Fragen? Oder einfach nur so Fragen. Okay, und ihr hört mir alle bitte ganz gut zu. Wenn ich jemanden hier so ein bisschen schnaufen höre, dann gibt es ein bisschen Ärger. So, habt ihr es euch jetzt alle gemütlich gemacht für die weihnachtliche Geschichte? Ja, bin dabei. Gut. Dann fangen wir an. So, ich esse Brezel. Es war einmal eine Banane. Die Banane, die wurde zu einer weihnachtlichen Banane gemacht. Da kamen viele Kinder und wollten sie essen. Aber sie war nur geschmückt. Sie schmeckte ihnen nicht wie weihnachtliche Bananen. Sie wurden nur außen auf einer Schale geschmückt. Denn drinnen war sie so wie immer. Da hat ein Kind einen Apfel gesehen. Im Weihnachtsmarkt. Der war, das war so ein Schokoladenapfel. Da sprach es, ich will den Schokoladenapfel. Und das war gut. Fragen? Ja. Wer bist du? Ich heiße, ich bin der Julian. Aha. Was für eine Frage denn? Warum wurde die Banane nicht von innen drinnen geschmückt? Ja, weil das doch nicht geht. Sonst müssen sie ja schon die Banane auftun und wieder zumachen geht es ja dann nicht mehr, weil schon die Schale jetzt auf ist. Also, Manu, schade. Aber waren auf dem Apfel Schmalzis drauf? Nein. So. Nächste Seite über einen Keks. So. Der Keks der Weihnachten. Da war überall Schokolade drauf. Und Smarties und ganz viel Süßigkeiten und Zucker und ganz viel Lollis und sowas. Da sagt ein Kind, Mama, darf ich das kaufen? Aber die Mutter hat gesagt, das können wir doch auch im Einkaufszentrum. Dort gibt es doch auch Essen. Und hier ist es dem Weihnachtsmarkt viel zu teuer. Da sagt sie, okay, na schön, dann gehen wir weiter. So, dann hier war ein Babyfläschchen, wo Zuckerwasser mit Schokoladensmarties drauf waren, auf dem Wasser. Da sagte ein Baby, Mama, ich will diese Flasche haben, die ist so schön blau. Und dann hat die Mutter gesagt, das könnte doch gehen. Und da hat das Baby gesagt, oh ja, ich freue mich so, bitte.
und Zuckerwasser und ganz viele Lollis drin und so viel. Das sagt das Kind und die Mutter ist einverstanden. Ja klar, sagt die Mutter. Und kauft es dem Baby und das Baby sagt ihr, oh danke, ich freue mich so. Komm, wir gehen noch irgendwo hin. Ja, und das ist jetzt schon die zweite Seite. Wir gucken nochmal. Ja, die zweite Seite. Dann gut. Jetzt Fragen. Keine Fragen? Doch, ich. Wer bist du? Emma. Du, Emma. Was für eine Frage hast du? Sieht hier ganz hinten. Ich meine jetzt, das ist nämlich jetzt so, dass, warum krieg ich beim Weihnachtsmarkt sowas nicht? Ja, weil das bei manchen nicht gibt und wir sind auf verschiedene draufgegangen. Bei manchen gibt, bei manchen nicht. Also kann ich da nichts ändern. Oh so. Schade. Okay. Weitere Frage. Kommt gleich. So, eine Brezel. Beim Weihnachtsmärkten gibt es doch immer so Brezeln, die man auch so isst, wenn man Hunger hat. Zum Beispiel die Kinder. Da sagt ein Kind, oh Mama, ich habe Hunger auf Brezel. Da sieht die Mama irgendwo eine Brezel, das das Kind nicht gesehen hat. Dann sagt sie, wie viel kostet? Und dann hat sie auf den Preis geguckt und das kostet nur 50 Cent. Für so eine große Brezel. Da sagt das Kind, oh ja, darf ich es bitte haben? Bitte, bitte. Die Mutter sagt ja. Dann isst es die Brezel und kriegt noch zum Abschluss einen Joghurt mit einem Löffel. Dann isst sie noch als Nachtisch den Joghurt auf dem Weihnachtsmarkt. Ausnahmsweise. Fragen? Fragen? Okay, keine Fragen. Dann okay. Gut. Damit war es so ein Lätzchen. Ein Baby saß im Kinderwagen und wollte schon immer ein buntes Lätzchen. Da saß auf dem Weihnachtsmarkt. Oha, ein buntes Lätzchen. Oh, das will ich so gern haben. Da nahm es dieses Lätzchen einfach so und keiner hat geguckt, auch der Verkäufer gar nicht und die Mutter. Keiner hat geguckt und es hat einfach das Lätzchen genommen, ohne Geld zu bezahlen. Da nahm es noch eine große Schüssel. Da kippte sie mit einem großen Löffel Soße rein, also Suppe, und dann wollte sie das essen, weil sie ist einfach mit dem Löffel vom Verkäufer, den hat sie einfach abgenommen und damit die Suppe von einem Teller genommen. Dann aß es und aß es mit seinem neuen Lätzchen. Und dann hat sich das den Bauch voll gemacht und hat gesagt, oh, das war toll. Keiner hat was gemerkt. Fragen? Nein. Gut. Hier hat auch noch ein Baby was gesehen auf der nächsten Seite. Das Baby sah einen Babystuhl, der war für sie so toll orange und so schön holzig. Und da drauf lag noch ein Käsebrot. Sie wollte das alles so gern haben, dass die Mama einfach nicht Nein sagen konnte und hat sie gekauft. Das war das Beste des Kindes, das beste Spielzeug, das beste Essen und alles. So,
Fragen? Nein? Naja, man muss ja auch nicht Fragen stellen. So. Eine Mutter wollte sich einen roten Topf kaufen, weil sie ja nichts mehr zum Kochen hatte. Also sie hatte ja noch eine Pfanne, aber nicht mehr ganz viele und nicht mehr so neue, weil alle schon zerkratzt waren wegen dem Baby und den Katzen und den Hunden und ganz viele sind kaputt schon gegangen. Schon so alte Teller hat sie und wollte sich einen roten Topf kaufen. Da hat sie einen auf dem Weihnachtsmarkt gesehen. Er war geschmückt mit Aufklebern, so schön Zoll. Da sagt sie, oh ja, den kaufe ich mir. Und als sie zu Hause war in dem Topf ein Teller, bunte Nudeln und eine blaue Gabel. Da dachte sie, kein Wunder, dass der Topf so viel gekostet hat, weil da ja auch schon etwas drin ist. Und dann guckte sie diese schönen Farben von den Nudeln an. Gelb, orange, grün und alles war toll. Dann sagt sie, da wird sich mein Kind auch freuen. So, das war die Geschichte. Ich esse Brezel. Und da ist es ganz viel so quatschig und naja, Salz mit der Brezel haben sie extra gemacht, weil da ein Brezel und Nachtisch ist mit dem Joghurt. Also, hat sie euch allen gefallen? Ja, waren toll. Ja, also gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei dem Vorlesen. Tschüss Kinder, ihr könnt alle nach Hause. Oh, ich will aber nicht nach Hause. Es ist so gemütlich hier auf den Stühlen zu sitzen. Nur noch eine Geschichte, das wäre doch toll. Ach nee, geht leider nicht. Aber na schön. Ihr könnt noch eine Seite aus dem Buch so aussuchen. Banane und Apfel, Nein. Keks und Babyflasche. Ja. Ja? Okay. Gut. Auf dem Weihnachtsmarkt sah ein Kind einen tollen Keks. Und da waren ganz viele Süßigkeiten auf dem Keks drauf. Und der Keks war so lecker, dass es einfach ohne zu bezahlen genommen hat und aufgegessen hat. Keiner hat gemerkt, dass der Keks geschnappt wurde. Und da sagt der Verkäufer, hier bitte der Keks. Dann sagt der Mann, welcher Keks? Hier liegt doch gar kein Keks, weil ja das andere Kind, das Fremde, das aufgegessen hat. Aber das wussten ja die beiden nicht. Ja, da sah das Baby ja auch noch eine Babyflasche, die der Verkäufer einem anderen Baby auch vorstellen würde. Und da nahm es einfach auf, lutschte das Wasser und hat sich auch unter die Decke versteckt. Da sagt das andere Baby, wo ist meine Flasche? Wo ist meine Flasche? Das ist gemein. Ihr seid gemein. Wo ist meine Flasche? Da sagt die Mutter, ja, stimmt, wo ist die Flasche? Das sagt sie zum Verkäufer. Der Verkäufer sagt, sie steht doch da. Da guckt er selbst hin und da stand sie nicht. Komisch, aber ich habe gerade eine hingestellt. Ach, egal, dann lege ich da eine neue hin. Bitte. Und dann war es auch schon vorbei. Fragen? Keine Fragen. Keine. Okay. So, das war unsere letzte Geschichte. Also,
Jetzt könnt ihr alle nach Hause gehen. Ach nö, bitte noch Schade. Schade, Mami Lorde. Aber das muss jetzt sein. So, ihr Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, diese Weihnachtsgeschichte hat euch gefallen mit dem tollen Licht. Dann stellt mir ein Like und einen Daumen hoch. Und abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch schon Geschichten für euch ausgedacht habt. Dann könnt ihr sie mir schreiben. Und dann können wir sie vielleicht auch mal durchlesen. Also, ich freue mich. Und ja, dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video erst. Tschüss.